Moin Leute, Retro Joe hier. Es ist wieder Retro Mittwoch hier auf dem Kanal. Wenn du noch kein Abonnent bist, hier ist der Button, hier ist die Glocke. Jeden Mittwoch gibt's neues Zeug. Heute ist einiges los. Es gibt eine Bekanntmachung, es gibt ein Geständnis und es gibt Action. Also, nach dem Intro geht's los. Bleibt dran. Dann fangen wir mal an und zwar mit dem Geständnis. Ich trage immer schön Nintendo-Kappen, meine Super Nintendo und N64-Kollektionen sind deutlich größer als meine Sega-Sammlung. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Mega Drive nicht sehr, sehr liebe. Ja, ich gestehe, ich hatte als Kind keinen Mega Drive, ich hatte einen Super Nintendo. Mein bester Freund hatte einen Mega Drive und wir haben ständig zusammengehangen und haben entweder darauf oder auf dem Super Nintendo gezockt. Jetzt ist es so, dass dieser schöne kleine schwarze Kasten von Sega seinen 29. Geburtstag vor ein paar Tagen gefeiert hat. Ja, fast so alt wie ich, noch nicht ganz, aber beinahe. Und im Jahre 2018 ist für diese steinalte Konsole tatsächlich ein brandneues Spiel veröffentlicht worden. Die Big Evil Corporation in Form mehr oder weniger eines einzigen Mannes, dem guten Matt Phillips, glaube ich wohnhaft in UK, also in Großbritannien, hat 6 Jahre seines Lebens damit verbracht, sich mit der Entwicklung dieses Spiels hier zu befassen. Die letzten 1,5 Jahre sogar komplett Fulltime. Und hat in derselben Woche, wie der Mega Drive Geburtstag hatte, Tanglewood veröffentlicht. Das Ganze gibt es einerseits für Steam, andererseits tatsächlich als Cartridge fürs Mega Drive. Saucoole Sache. Und dann kommen wir gerade zur Ankündigung. Ich habe den guten Matt kontaktiert und habe gefragt, ob ich eine Review-Copy dafür kriegen kann, um das hier auf meinem Kanal zu zeigen. Und er hat mir eine geschickt. Das heißt, das Ganze hier ist mehr oder weniger gesponsert vom Hersteller. Die Gedanken und das Fazit des Reviews entspricht natürlich trotzdem meinen eigenen Empfindungen und wie ich die Einschätzung dieses Spiels vorgenommen habe. Dennoch muss ja erwähnt werden, dass ich das Spiel zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Jetzt geht's los mit der Action. Tanglewood, ab geht's. Tanglewood ist der Name einer Welt, in der nachts finstere Schatten regieren. Wir starten das Spiel als der kleine Rotfuchs Nym, N-Y-M-N. Nym hat schon einiges mitgemacht in seiner Welt. Dies erkennt man an der fehlenden Ecke in seinem Ohr. Das ist kein Pixelfehler, sondern gewollt. Ich habe gefragt. Nym wurde von seinem Rudel getrennt. Ja, Füchse sind gar keine Rudeltiere, ich weiß. Und schafft es nicht vor Einbruch der Nacht zurück in den Schutz seines Baus. Nun muss er all seine Fähigkeiten einsetzen, um den Kreaturen des Waldes und der Nacht nicht zum Opfer zu fallen. Anfangs steuert sich der kleine Fuchs etwas rutschig, nach ein paar Minuten hat man sich daran jedoch gewöhnt und die Steuerung geht sehr solide von der Hand. Wir springen, klettern, ziehen und schieben, rennen und verstecken uns in den 8 sehr großen und insgesamt in 28 Abschnitten unterteilten Kapiteln. Um uns der Gegner zu erwehren, helfen uns kleine bunte Fellbälle, genannt Fuzzles. Diese gibt es in verschiedenen Farben. Wenn wir einen Fuzzle gefunden haben, müssen wir es in sein Nest zurückschieben. Dort angekommen können wir auf Knopfdruck seine Spezialfähigkeit für einige Sekunden übernehmen. Gelb erlaubt uns einen Gleitflug, grün lässt uns die Zeit anhalten. Blau ermöglicht es uns, die bösen großen Monster zu reiten und die roten Fuzzles dienen als Batterie für so manches Gerät, das wir in den Wäldern und Steppen von Tanglewood vorfinden. Im späteren Spielverlauf finden wir noch eine junge Fuchsdame, die uns von da an folgt. Viele Puzzles erfordern nun das Zusammenspiel von Nym und der kleinen Füchsin, deren Name leider nicht in der mitgelieferten Anleitung zum Spiel steht. Direkt bekämpfen können wir die bösen Jäger allerdings nicht und so erfordern es manche Passagen, die Umgebung clever einzusetzen, um den Viechern ans Leder zu gehen. Felsen und Abgründe sind in diesem Zusammenhang oft unsere besten Freunde. Außerdem wird auch das Jäger- und Sammlerherz in uns angesprochen. Über 160 Glühwürmchen gibt es zu finden und zu sammeln und nach meinem Spieldurchlauf hatte ich 138 Stück gefunden. Wer die restlichen nach seinem ersten Durchspielen noch finden möchte, freut sich über die freie Levelwahl nach Beendigung des Spiels. Die Spielzeit beim ersten Anlauf, wenn man die Rätsel noch nicht kennt, dürfte sich so um die 4 bis 5 Stunden drehen. Ich habe ungefähr 4,5 gebraucht. Anschließend eignet sich das Ganze noch hervorragend für Speedruns, um zu schauen, wie fix man die einzelnen Abschnitte beenden kann. Speicherpunkte sind im Spiel fair verteilt, so dass man nach dem ungewollten Ableben, und das kommt leider ab und zu mal vor, nicht ein ganzes Level von neuem spielen muss. Findet ihr eine solche Steinfigur wie hier eingeblendet, ist das euer Respawn-Punkt. Die Steam-Version speichert automatisch, für die Cartridge-Version gibt es ein Passwortsystem, das top gelöst ist. Drückt Start, notiert euer Passwort, wenn ihr dann später weiterspielt, gebt ihr das Passwort ein und seid exakt da, wo ihr aufgehört habt. Die Story erzählt sich ausschließlich durch den Einleitungstext in der Anleitung sowie kleine Ingame-Szenen. Geschriebenes Wort sucht man jedoch vergebens. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn Tanglewood versteht es sehr schön, in Bildern zu sprechen. Ich will über die Geschichte auch gar nichts weiter verraten, es sei nur gesagt, dass ich besonders an einer Stelle emotional wirklich berührt war. Mehr sage ich dazu nicht, ich will schließlich niemanden spoilern.
Die Animationen der Spielfiguren, gerade die von Nim und seiner kleinen Freundin, sind sehr schön und butterweich. Besonders gefallen mir die Animationen beim Annehmen einer Fasselfähigkeit. Bei den etwas größeren Monstern sind diese leider nicht ganz so detailliert. Auch die Hintergründe sind teilweise etwas karg. Was die Grafik insgesamt angeht, wirkt Tanglewood auf jeden Fall wie ein Spiel der früheren Mega Drive-Generation und nicht wie ein brandneues Spiel aus dem Jahr 2018. Gefällt mir persönlich aber sehr, sehr gut, denn ich mag diesen Oldschool-Style. Gerade die späteren Levels, die ich euch in diesem Video aus storytechnischen Gründen leider nicht zeigen möchte, wirken deutlich hübscher als die ersten 2 bis 3 Abschnitte. Unterm Strich weiß die optische Präsentation von Tanglewood aber durchaus zu gefallen. Musikalisch ist das Spiel ebenfalls sehr hübsch. Die Soundkulisse passt sich dem Geschehen im Spiel an. Tagsüber ist nicht immer Musik zu hören. Alles ist still und friedlich. Wenn aber die Nacht hereinbricht, dann ändert sich auch die Tonumgebung. Bedrohliche Klänge sorgen für das richtige Feeling, denn der nächste Predator könnte jederzeit aus seinem Versteck auf uns hetzen. Alles in allem bin ich sehr, sehr glücklich mit der Präsentation. Fazitzeit, Leute. Was haltet ihr denn vom Tanglewood? Ihr habt jetzt ein bisschen was davon gesehen. Ihr könnt euch auf Steam eine kostenlose Demo davon runterladen. Für Mega Drive natürlich nicht, aber ihr könnt euch auf Steam die Demo runterladen. Meiner Einschätzung nach ist Tanglewood wirklich, wirklich gut. Ich ziehe meinen Hut von Matt Phillips für die 6 Jahre, die er seiner Lebenszeit dafür investiert hat, uns dieses Spiel zu bringen. Und ihr findet in der Beschreibung unten noch den Link dazu zur Cartridge-Version, die ihr bestellen könnt, und zur Steam-Version. Keine Affiliate-Links, ich verdiene da keinen Cent dran. Ich möchte nur, dass ihr euch dieses Spiel anguckt, weil es wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Matt, if you are watching this, thank you. Thank you very much for putting this time and this effort into bringing us this game. Tanglewood is awesome, I love it. Ja, die Cartridge-Version kostet, wenn ich es richtig gesehen habe auf der Webseite, 54 Pfund. Versand aus England nach Deutschland. Im Oktober kommt die nächste Fuhre an Cartridges. Das kommt direkt, könnt ihr euch auf der Webseite angucken, im Mega Drive Hardcase. Es ist eine gedruckte Anleitung dabei, also das komplette Paket. Ich muss das in meiner Kollektion haben. Ja, Matt hat mir freundlicherweise einen Steam Key zur Verfügung gestellt für das Review, aber ich will das Cartridge haben. Da erwarte ich natürlich nicht, dass ich das umsonst kriege. Ich will, dass der Mann ein bisschen Geld damit verdient. Und wenn euch das Spiel gefallen hat, guckt euch die Demo auf Steam an, bestellt das Ganze. Unterstützt die kleinen Indie-Studios, die uns solche Sachen 30 Jahre nach dem Release einer Konsole noch bringen. Ich bin happy. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Das war's von mir. Wir sehen uns nächste Woche.